Hallo, schönen guten Tag. Pitted Studio TV mit Jenny und Björn. Wir machen heute ein Thema, was ich nicht kenne. Heute reden wir über die Demo. Ah, ja. Da, siehst du? Genau. Ja. Wir haben die nämlich veröffentlicht. Richtig. Und dazu muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Aufnahme machen, wir quasi die Demo schon eine Weile draußen haben, aber kurz vor dem Next Fest sind und noch nicht wissen, wie das läuft. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier jetzt schaut, sind wir schon weiter. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen gut raten. Ja, wo sind wir denn dann? Wir müssten jetzt kurz nach dem Next Fest sein, nach meiner Logik. Und also was kann man bisher sagen? Es haben sich sehr, sehr viele Leute von euch die Demo angeschaut, haben auf Discord oder auf Steam ganz viel Feedback dagelassen, haben teilweise über Stunden das Ding gespielt. Und das hat uns überrascht und auch erfreut. Und ihr fragt euch sicherlich, was machen wir damit? Und die Antwort auf die Frage ist, wir wühlen uns durch das ganze Feedback. Ja, das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir lesen alles durch und wir schauen, dass wir das ordnen und können damit auf jeden Fall auch was anfangen, weil wir ja quasi mit der Demo jetzt auf das Release hinarbeiten und das deshalb sehr wertvoll ist. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch das anschaut. Dankeschön. Und so viel Feedback da lasst. Genau, ihr habt das war was, ne? Ja, das ist was. Also, das ist was. Also, wir sind ein bisschen durch den Wind. Diese Woche war sehr anstrengend. Diese Woche ist die Demo rausgekommen und dann haben auch sehr viele Menschen das auch schon gestreamt und auch schon gezeigt und so. Und das war in der Öffentlichkeit und das ist für uns natürlich ganz schön aufwühlend. Genau, man wurschtelt sich irgendwie einen zurecht in einer Keminate hier in unserem Studio, ja. Und dann ist das auf einmal draußen und jeder kann sehen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Als wenn man irgendwie seine Freunde fragt oder irgendwie eine QA drüber gucken lässt oder wen auch immer. Also das Submission bei Sony und Xbox und hast du nicht gesehen, die gucken sich ja nur an, ob es auf der Konsole vernünftig läuft, aber die geben gar kein Feedback, ob das Spiel jetzt cool ist oder nicht, ja. Das heißt also technisch ist das in Ordnung, das Ding, aber am Ende des Tages macht es denn überhaupt Spaß? Ist das denn eben überhaupt cool? Und das könnt nur ihr uns beantworten. Und deswegen haben wir die Demo rausgebracht und kriegen jetzt Feedback darüber, was noch gemacht werden könnte oder was cool ist und so weiter, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das ist sehr, sehr aufwühlend, hast du das genannt. Ja, ne? Ja, das ist verrückt halt irgendwie, dass so viele Menschen sich tatsächlich da auch für interessieren. Vielen Dank. Und wir sitzen jetzt hier und sondieren dann, was ist wie oft genannt worden, wie wichtig ist das und versuchen dann rauszufinden, wo der Weg hingeht mit uns und mit dem Produkt. Dabei gibt es immer mehrere Aspekte, aus denen man das Ganze betrachten kann. Erstmal so ein ganz typisches Entwicklerphänomen, irgendwie, das mag man immer gar nicht glauben, ist aber tatsächlich so. Du hast irgendwie ein Stück Spiel gebaut, wo du denkst so, ja, okay, so kann man das jetzt erstmal spielen und lassen und dann geben wir es mal jemandem. Zum Beispiel einer Gruppe von Menschen, die da einfach mal drüber spielt und guckt, ob das auch funktioniert. Und dann machen die das mehrfach und dann guckt man irgendwie, da ist noch ein Fehler, dann macht man das raus, das hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, dann macht man das weg und so und dann arbeitet man quasi mit dem Ding. Aber in dem Moment, wo man das quasi veröffentlicht und eine noch viel größere Masse an Menschen das auf einmal so sich anschauen kann, dann passieren auf einmal ganz super skurrile Dinge, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Man denkt, das habe ich doch getestet. Wieso ist denn jetzt auf einmal der da stuck? Oder warum ist ein bestimmtes Phänomen aufgetreten? Oder wo ist der denn jetzt hingelaufen? Also das sind so Sachen, die kann man vorher einfach nicht, da kannst du die Leute testen lassen, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, eine kleine Gruppe an Leuten irgendwie da drüber jagen lässt und dann vergrößerst du, verzehnfachst oder noch mehr du diese Menschen Menge an hast, Menschen, ja, ist richtig, ja. Dann haben
haben die andere Technik, mit der die das Ding spielen. Es gab Leute von euch, die haben das auf Linux gespielt. Es gab Leute, die haben es auf dem Steam Deck ausprobiert. Das funktioniert zum Beispiel noch nicht. Dann gab es Leute, die haben unterschiedliche neue oder alte Rechner. Und dann kommt das Ding auch selber und dann treten nochmal Sachen auf irgendwie, weil Leute irgendwelche komischen Tastenkombinationen klicken, irgendwie, von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass es einer hinkriegt. Und auf einmal passiert irgendwas total Skurriles. Diese Phänomene, das ist echt so ein Ding. Ja, dann muss man sich das anschauen, muss gucken, erstens, kriege ich das reproduziert? Kriege ich das zu Hause auch hin? Wie hat die Person das gemacht? Für solche Sachen ist es dann immer hilfreich, wenn ihr zum Beispiel im Discord dazu schreibt, wie ihr da hingekommen seid, wenn irgendein komisches Phänomen auftritt. Das finde ich immer super hilfreich. Vielen Dank für die Leute, die daran denken. Und dann gibt es nochmal vielleicht ein ganz anderes Phänomen, nämlich das Phänomen, dass man dann schauen kann, ne? Ich meine, wir reden ja immer viel und erklären euch immer, was die Demo macht, was die Demo nicht macht, was sie kann, was sie nicht kann, inwieweit sich das Spiel, was wir jetzt machen, auch selbstverständlicherweise unterscheidet von dem, was wir vorher gemacht haben. Und ein positiver Aspekt dieser Demo ist, dass ihr quasi jetzt entscheiden könnt, ist das was für mich? Und dann kann man sich nämlich entscheiden, bevor man dafür bezahlen muss. Und das finden wir, glaube ich, an dieser Stelle richtig gut, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Natürlich wisst ihr viele Sachen auch noch nicht, denn das ist nur ein kleiner Teil dessen und ein Glimpse von dem, was auf euch zukommen könnte. Und einige Fragen, die gestellt werden, werden im Laufe des Spiels selbstverständlich auch automatisch noch beantwortet, weil wir uns einige Sachen dabei gedacht haben, die Demo aber noch nicht aufdecken kann. Das gehört halt dazu. Aber ob das einem grundsätzlich Spaß macht oder nicht, oder man das grundsätzlich möchte oder nicht, das kann man schon sehen. Und das finden wir gut. Für diejenigen von euch, die davon jetzt immer noch gar nichts mitgekriegt haben, habt ihr also immer noch die Gelegenheit, euch das anzuschauen. Die Demo lassen wir jetzt erstmal live und währenddessen arbeiten wir parallel dann halt auch weiter. Ja, also wir gucken, dass wir dann das Spiel rund machen. Wir sind immer noch in der QA und haben noch ein kleines bisschen Zeit. Also, wenn ihr Bock habt, schaut gerne noch mal rein. Und ansonsten, warum haben wir uns entschieden, die Demo so zu dimensionieren, wie wir das gemacht haben? Wir hatten echt länger darüber nachgedacht, wie wir das machen können, ne? Wir hatten auf den Messen zwei verschieden große Demos zum Beispiel mit und haben uns dann am Ende für die Variante entschieden, die jetzt quasi veröffentlicht wurde. Ja, also wir hatten uns gedacht, vielleicht müsste man da eine Steigerung reinbringen. Ja, das heißt also, dass man erst so ein kleines Ding macht irgendwie und irgendwann dann größer wird, damit Menschen, die das sich auch nochmal angucken möchten, dann auch noch mehr zu sehen bekommen. Ja, und dann haben wir das auf der Messe dann gezeigt und die Menschen, die kamen gar nicht so weit. Ja, also wenn man sich eine Demo anguckt, ich meine, unsere Zeit ist kostbar. Es gibt einige, die sich tatsächlich wirklich viele, viele Stunden damit beschäftigt haben. Vielen Dank dafür. Aber das ist halt so, die meisten Menschen gucken sich das an und dann sagen die sich, okay, ich habe jetzt eine Idee davon und dann legen die das zur Seite und wollen gar nicht weiterspielen. So, ja. Auf der anderen Seite zeigt man dann schon unheimlich viel von dem Spiel, wie es dann sich anfühlt, wenn man das spielt und so weiter. Und das ist immer so eine Minimax-Aufgabe, nenne ich das immer, was man dann lösen muss und so. Und wir haben da echt lange drüber nachgedacht, wie wir es machen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und das hat gut funktioniert, finde ich. Ja, ich glaube auch, dass die Länge lang genug ist, und das ist im Grunde genommen auch das Ding, dass sie als Kaufentscheidung dienen kann. Und dass wir quasi dann hinten raus quasi dann auch noch viele Sachen erzählen können, die das Ganze dann auch nochmal spannend machen und nicht zu viel am Anfang verraten. Das heißt, die Leute, die dann Bock drauf haben, sagen, jo, das ist was für mich, ich habe da Bock, das zu kaufen und zu spielen, die werden dann das ein oder andere Mal dann auch noch mal überrascht. Und das ist irgendwie so ein schöner Gedanke, wo wir gedacht haben, okay, cool, wir verraten ein bisschen was, aber wir verraten nicht zu viel, vor allen Dingen nicht inhaltlich oder von der Geschichte. Und das ist dann cool, dann können die Leute nämlich raten, dann könnt ihr einige Sachen entdecken noch und das fanden wir dann eine gute Lösung und die ist auch so, wie wir uns das gedacht haben, aufgegangen an der Stelle. Ja gut, jetzt wo die Demo draußen ist, was machen wir denn als nächstes? Ja, also wir machen jetzt alles ins Spiel rein, was noch fehlt. Also ein paar Sachen sind noch nicht ganz final. Daran arbeiten wir gerade und parallel dazu sind wir gerade an Sachen wie
Bugfixing und Optimierung und solche Geschichten. Sprachaufnahmen müssen rein, fehlen noch ein paar Daten, die müssen noch rein und ja, eine ganze Menge ist noch zu tun. Das sind immer so Sachen, die kommen dann relativ zum Schluss, machen aber trotzdem Arbeit und das sind die Sachen, an denen wir sitzen. Und währenddessen lassen wir es immer parallel testen und gucken, was wir an Feedback verarbeiten können. Und dabei priorisieren wir die Sachen auch entsprechend. Ne? Das heißt, die sehr wichtig sind oder die essentiell sind fürs Spiel, die ziehen wir dann vor. Und die Sachen irgendwie, irgendwelche Features, die vielleicht irgendwie noch gewünscht werden, die sind dann etwas geringwertiger priorisiert. Und dann schauen wir, wie viel Aufwand sind die Dinge, die gemacht werden müssen. Das heißt, wenn etwas super lange dauert, du brauchst irgendwie 2 bis 3 Tage, um eine Sache einzubauen, dann ziehen wir erstmal die Sachen vor, die man zum Beispiel etwas schneller ins Spiel schon mal einbauen kann. Und so priorisieren wir die ganzen Sachen durch und gucken, dass wir die dann so peu à peu optimieren und vom Tisch kriegen. Da haben wir noch gut zu tun. Und als nächsten Schritt bereiten wir dann vor, wenn wir soweit sind, wie man das Ganze dann auf die Schienen setzt. Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Es bleibt also spannend. Aber hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Dann in deiner schlauen Zettel steht da bestimmt eine drauf. Ja, habe ich natürlich jetzt auf einen anderen Zettel geschrieben. Ist aber gar nicht schlimm. Also da fragt jemand, warum benutzt ihr das Wort zocken für Spielen? Das Wort zocken ist doch eher etwas gewesen, dass man mit Spielcasino Geld verzockt oder sich beim Poker verzockt. Also Glücksspiel und so weiter. Bei Einzelspieler-Games ist das doch eher nicht der Fall. Das weiß ich nicht. Da müssen wir den Jan Hegenberg fragen. Der hat das in seinen Liedern auch immer gesagt. Ich zocke. Also in unseren Breitengraden hier im Ruhrgebiet ist Zocken Spielen. Ja. Und wir waren uns nicht mal darüber bewusst, dass es in anderen Bereichen Deutschlands nicht der Fall ist. Ja, aber Zocken ist schon. Sich verzockt zu haben, ist tatsächlich irgendwie, ich habe Geld verprasst irgendwie im Casino oder bei Blackjack oder irgendwas, ne? Also das stimmt schon. Aber ist auch irgendwie sehr artverwandt. Beides Spiel. Vielleicht ist ja auch so ein bisschen Teekesselchen dann an der Stelle. Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Wie ist es bei euch? Wo wohnt ihr in Deutschland? Und seid ihr Zocker oder versteht ihr darunter etwas anderes? Cool. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bitet Studio TV. Genau. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis dann.